Ich finde an dem Stück besonders interessant die Verschmelzung der akustischen Instrumente mit dem elektronischen Tape, das Joachim gemacht hat. Und wie er das erreicht, natürlich am interessantesten ist das Vibraphon, keine Frage. Denn ich durfte aus so Stricknadeln und Ketten und Ohrringen und kleinen Nägeln spezielle Schlägel bauen, die dann eben auf dem Vibraphon ohne Pedal, das heißt ohne Resonanz an sich, so einen ganz weirden Oberton-Sound machen, der sich eben total interessant mit dem Tape mischt. Und so hatten alle Instrumente irgendwelche speziellen Spieltechniken, die sich dann mit einem bestimmten Part des Tapes interessant gemischt haben. Gleichzeitig finde ich die Notation des Stücks interessant, weil das ist eigentlich sehr minimale Musik. Es geht meistens darum, an oder aus zu sein quasi. Der Sound ist eben da oder nicht. Aber die Notation ist sehr detailliert. Joachim hat zum Beispiel die Duration Line, so nennt er das. Das heißt, er notiert die Länge eines Sounds nicht mit normalen ganzen Noten, sondern hat viele Überbindungen und eben diese dicke Linie, die sich durchzieht. Und dann die Endnote, die immer eine Sechzehntel ist, aber die nicht attackiert wird. Das heißt, das Notenbild sieht erstmal komplizierter aus, als es sein müsste. Das finde ich allerdings im Zusammenhang mit dem Clicktrack sehr interessant. Wir sind im Ensemble immer ein bisschen hin und her gerissen, ob wir gerne mit Clicktrack spielen oder nicht. Eigentlich sind wir lieber unter uns ohne Clicktrack, dass wir uns absprechen können und richtig Kammermusik machen können. Allerdings durch die Notation, die eben sehr detailreich und vielleicht auch manchmal verwirrend ist, ergibt sich so eine Mischung, okay, der Clicktrack läuft zwar durch, aber wir müssen trotzdem die ganze Zeit aufmerksam sein und irgendwie dabei sein. Und ich finde, diese Mischung kam auch im Endeffekt im Konzert sehr interessant. Diese Spannung kam im Konzert sehr gut an. Und ich hoffe, es gefällt euch ebenso wie mir und schaut euch das ganze Video an.